Auf die Afrika Twin RD07A und die Tenere 700 wartet heute das höchste Gebirge der Iberischen Halbinsel, Sierra Nevada. Ein neuer Tag unter der Sonne Spaniens beginnt. Vom Campingplatz aus starten wir heute mal zur Abwechslung zu Fuß, um tiefer in die Gegend einzutauchen. Und siehe da, erste Erkenntnisse lassen nicht lange auf sich warten. Typisch für diesen Ort hier sind viele Villen, die wirklich richtig, richtig schön aussehen. Manchmal auch bewacht durch Hunde, auf jeden Fall oft durch Kameras und hohe Zäune. Die haben auch alle Namen hier. La Casona heißt diese Villa. Wenn man hier so herspaziert, hat man richtig was zu gucken. Genau deswegen habe ich Angst vor Hunden. Oh Gott. Der eine hatte gerade schon den Rest von einem Touristen im Hund. Ja, das ist jetzt hier unser zweiter Ruhetag auf der ganzen Reise. Mir tut sowas dann auch echt gut, gerade wenn man so einen Tag hatte wie gestern, wo man richtig was erlebt hat, fahrerisch, landschaftlich, so viel Input. Außerdem hat man einfach auch mal Zeit für die alltäglichen Dinge, sowas wie Klamotten waschen. Hier mal richtig sauber machen. Öl mal wieder aufzufüllen, das ist bei Queenie, so wie wir aktuell fahren, immer so alle 3 Tage spätestens nötig. So, das ist eindeutig zu wenig. Das müssen wir noch mal schnell ändern. Kein Problem, wir haben ja alles dabei. Ich habe schon überlegt, ob ich so eine zweite noch mitnehmen soll, aber ich habe irgendwie keinen Bock, so viel Öl immer mit durch die Gegend zu fahren. Los geht das hier. Die gute Queenie mal schön den Motor geölt. Schon fährt sie 3-mal so gut. Oh, immer noch zu wenig. Kleiner Schluck Speck. Das kommt jetzt hier zu und dann die Flasche wieder dran. In der nächsten großen Stadt wird das hier wieder aufgefüllt. Warum lachst du? Oh, das ist nicht so lachend. Das ist ein ernstes Thema, sagte ich. Außerdem sehe ich voll verschlafen aus. Heute war der absolute Chillertag. Nein, ich habe keinen Tropfen Alkohol. Das wäre fatal. Das könnte mich gar nicht mehr gestikulieren, artikulieren. Das ist ja jetzt schon alles im Arsch. Und auch mal hier auf der Bank einen frischen Orangensaft trinken. Genau. Übrigens unser Tipp unterwegs, wenn mal was rein muss an Flüssigkeit ohne Kohlensäure, das geht viel besser runter und viel mehr, weil Kohlensäure ungekühlt ist nicht so, ist nichts. Guten Morgen. Der nächste Tag beginnt. Der Kaffee kocht und der Blick in die Berge des Sierra Nevada, der uns ja schon seit 2 Tagen mittlerweile begleitet, also seit wir unser Zelt hier aufgestellt haben, ist auch immer noch wunderbar. Gerade morgens, wenn hier so die Sonne aufgeht, das ist echt ein Naturschauspiel. Und genau diese Gebirgskette ist unser Tagesziel. Wir werden da heute über den Tet einmal so durchfahren. Die Sierra Nevada, in Klammern Spanisch für schneebedecktes Gebirge, ist mit 3482 Metern das höchste Gebirge der Iberischen Halbinsel, das in der Regel jährlich von November bis Mai eine Schneehaube trägt. Dann dürfte sie quasi Ende dieses Monats hinfort sein. Der Tet 23 fängt hier unten an. Wir sind da oben, da ist Granada. Das heißt, wir fahren dann jetzt hier einmal die Schleife noch normal über Straße, steigen dann hier in den Tet ein und fahren ab da quasi dann schön durch den Sierra Nevada hoch. Check. Genau, check.
Hier fahren wir mittels der Autobahnbrücke über den Roels-Stausee, der Startpunkt für die heutige Sektion des Trans-Euro-Trails ist. Riesige Fische. Seht ihr das? Wow. Hier starten wir jetzt quasi von dieser Talsperre aus auf den Ted. Hup, hup. Das sind insgesamt 371 Kilometer, die diese Sektion 23 des Ted Spaniens beinhalten. Erstmal geht's los mit ganz humaner Straße. Mal schauen, wo es hier abgeht davon. Wir fahren diese TED-Sektion rückwärts, starten also am Ende. Jetzt hier gleich über diese Brücke. Also wir sind zwar schon auf dem TED-Track, aber es ist noch überhaupt gar nicht irgendwie offroadig oder sowas. Dennoch lohnt sich die Straße hier sehr. Also das ist doch wirklich mal ein tolles, kurvenreiches, am Fels gelegenes Sträßchen, was auch sehr, sehr viel Fahrgenuss bereitet. Hier unten so ein Flüsslein durch das Tal. Oh, schön. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, dass es echt so eine Kunst ist, beim Reisen so spontan zu bleiben. Also irgendwo einen groben Plan zu haben, wo es hingehen kann und gleichzeitig aber dann, wenn es irgendwie wettertechnisch, wie es jetzt bei uns ist mit dem ACT Pyrenäen, irgendwie überhaupt nicht passt, zu sagen, ey, und wir können aber auch noch Plan B, C oder D durchziehen und das dann einfach auch immer situativ zu entscheiden, ne? Weil gerade bei diesen Offroad-Geschichten, man weiß ja nie, wie weit man kommt und wie es einem dann so geht. Also ich finde, da hat das ganz viel damit zu tun, so in sich hineinzuhören, was fühlt sich gut an, was kann ich noch, was will ich noch, habe ich jetzt Bock auf Abenteuer, habe ich mehr Bock auf Straße und also da auch irgendwie wäre für mich überhaupt nichts, ich glaube für uns beide ist es gar nichts, im Voraus schon die ganzen Unterkünfte zu planen, haben wir ja auch gar nicht. Das ist ja auch immer so, wir fahren bis dann irgendwie um 4, 5 Uhr, gucken wir, wo ist hier in der Nähe ein Campingplatz und dann macht man das so. Und bis jetzt haben wir echt immer gut was gefunden auf dieser Reise, ne? Ja, das hast du sehr schön gesagt und zusammengefasst. Also das Thema hatten wir ja gerade genauso. Eine halbe Stunde später sind wir auf 1100 Metern. Die Kurven werden abenteuerlicher, vor allem der Blick so rechts vom Straßenrand runter. Da muss man aufpassen. Julian, guck da nicht so doll hin, nicht, dass du gleich runterfällst. Ah. Wow, stell dich mal hin, guck hier mal runter. Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Ich bin gespannt, wann das mal hier mit Offroad anfängt, aber es lohnt sich trotzdem. Absolut. Ja. Also es ist super schön hier. Absolut. Also da haben die TED-Menschen eine schöne Strecke rausgesucht. Ja, das stimmt. Und ich bewundere immer noch die ganzen Rennradfahrer, die man hier unterwegs auf den Straßen in der Sonne brutzeln sieht. Die und haben selbstverständlich mich. Dich? Ja, dich bewundere ich aufgrund vieler anderer Dinge. Aber Rennradfahren hast du noch nie gemacht. So, jetzt gerade da von der Straße runter geht es endlich auf ein bisschen Piste, die schottrig ist. Jubiläe, das ist doch gleich hier wieder viel mehr Freude. Da kamen uns auch gerade schon 2 entgegen. Waren das nicht die 2, die wir letzte Tage schon mal getroffen haben? Das weiß ich nicht. Meinst du? Kann doch sein. Aber das eine war auf jeden Fall auch wieder so eine CRF 300. So ja, genau. Die sind echt auch, glaube ich, aber recht beliebt. In Holland hatten wir die auch schon vor uns. Cool. Boah, das ist natürlich jetzt hier nochmal eine ganz andere Hausnummer, ne? Mhm. Yes. Boah, vor allem staubmäßig. Ich kriege schon wieder die Tränen in den Augen. Entschuldigung. Kleine Pause am Rand der Straße im Schutz des Schattens der Bäume. Ja, und so geht's dann frisch gestärkt. Die ersten
Kilometer auf den TED heute. Ich möchte mal kurz betonen, dass er einen leichten Sonnenbrand sich eingeholt hat gestern. Also, ist das lustig? Nein, das ist nicht lustig. Das passiert mir jedes Mal aufs Neue, weil ich immer jedes Mal so dumm bin und denke so, nee, das passiert ja schon nicht, ne? Mhm. Trotz Cream. Suncream ist in my life. Da helfen nur noch Streicheleinheiten und Mitleid. Die Lehre. Die Lehre fürs nächste Mal. Ja, die zwei, die haben auch ein laues Leben hier. Gerade um die Kurve gefahren, schon stehen die hier. Geile Matko. Was? Wo sind Kühe? Ich weiß nicht, wer hier mehr Attraktion für wen ist. Wir für die Kühe oder die Kühe für uns. So Leute, wir müssen mal weiter. Tschüssi. Sehr schön. Landschaftlich was ganz anderes als gestern oder vorgestern. Aber der Weitblick hier und diese gelben Pflanzen am Rand hat auch echt ein sehr, sehr schönes Bild, auf das man guckt. Sehr angenehm zum Fahren. Also jetzt so zum Einsteigen von so einer Offroad-Passage ist es echt total entspannt und man muss nicht viel machen, kann sich hier einfach ein bisschen treiben lassen. Höhenmeter sind das hier. Okay, ein Tor und hier große Schieferfelsen. Okay, das Tor so hoppala. Ein Großteil dieses nach den Alpen zweithöchsten Gebirges Europas ist ein Nationalpark, der zum Wandern und Erholen einlädt, mit und sicher auch ohne Motorrad. Flüsse, Bäche und Quellen entspringen überall im Park und wechseln sich mit den vielfältigen vorhandenen Klimaschichten ab. Die Platten, die glänzen so, ne? Wow, das ist echt voll schön. Das ist so anders als das, was wir vor 2 Tagen hatten, ne? Das ist einfach krass, wie sich das hier alles so verändert. Schnell. Hier liegen überall diese Felsen auf der Straße, ne? Teilweise dicke, teilweise dünne, kleine. In den untersten Lagen treffen wir auf Wiesen und mit zunehmender Höhe kommen die Eichen- und Kiefernwälder. Bis noch weiter oben, wo nur noch Sträucher und Büsche dem rauen Klima standhalten, führt uns der TED nicht. Kleine Straßenrandpause mal wieder. Und überall sind so kleine süße Blümchen am Rand. So kleine süße gelbe Blümchen. Alter! Ich glaube, du warst noch nicht so nass. Alter, das ist richtig mit Schlamm hier. Oh je, ey. Sierra Nevada ist das höchste Gebirge der Iberischen Halbinsel und verspricht eine exzellente Strecke für die Reiseenduros und für uns Motorradfahrer, die die wilde Natur lieben.
Das Hochgebirge erstreckt sich von 1500 bis 3482 Meter über dem Meeresspiegel und ist in der Regel von November bis Mai mit einer Schneehaube bedeckt, die hier Anfang Mai 2024 schon fast weggeschmolzen ist. Dieses Schmelzwasser versorgt das Umland und die Städte Granada und Almería mit Trinkwasser. Das ist ja schön hier. Geil, voll der Wasserfall. Diese Gegend bietet der Tierwelt den perfekten Schutz und Nahrung. Hier leben zum Beispiel Schneeziegen, das Wildschwein und der Königsadler. Sowie bisher noch selten in freier Wildbahn entdeckte Tierarten wie die Enduro-begeisterte Reisemaus, die wir hier sehen. Ihr beweglicher Hals dient den Ausweichbewegungen bei tief hängenden Ästen. Das ist eine sehr, sehr nice Brücke. Das sieht aus wie aus der Ritterzeit mit diesen Zacken da oben drauf. Gelegen ist die Sierra Nevada im Süden Spaniens und zieht sich in westöstlicher Richtung an einem Teil der Mittelmeerküste entlang. Die Steilhänge reichen hier teilweise direkt bis ans Mittelmeer heran, wie zum Beispiel in der Provinz Almería. Wir fahren jetzt hier vom Scheitelpunkt eines Berges wieder runter und befanden uns gerade auf sage und schreibe 2000 Höhenmetern. Also hier kommt man doch echt was hoch und ich finde, es fühlt sich echt nicht so an, weil es doch immer noch sehr warm ist hier. Und man macht das alles in einem ganz humanen Tempo, diese Höhenverschiebungen. Von daher, also ich finde, es ist wirklich sehr easy zu fahren und tatsächlich eine absolute Felslandschaft aus Schiefern, Platten, wo man dann auch echt gucken muss, dass man da teilweise auf der Straße sich davon nicht so ganz so dicke Teile in den Motorschutz reinhaut. Dieser Teil des Tetz ist eindeutig der schiefernplattenlastigste, den wir auf der ganzen Reise haben. Dieses Metamorphosegestein nennt sich übrigens Glimmerschiefer. Dieses warme und winterfeuchte Klima ist typisch für den mediterranen Raum, in dem die Sierra Nevada liegt. So, die ersten 100 Kilometer TED liegen hinter uns. Die gingen jetzt wirklich sehr schnell zu fahren, weil, ja, wie gesagt, war jetzt keine große Herausforderung. Vor allem das erste Stück, was komplett asphaltiert war. Allerdings wurden wir gerade von einem Hund verfolgt. Der war nicht gerade klein, so ein Beethoven-Hund. Berner Sennen oder was sind das? Also, da wurde mir dann noch kurz etwas anders. Und, was wollte ich gerade sagen? Genau, ich finde, wir sind auf diesen 100 Kilometern, ab dem Teil, wo es dann wirklich offroadig wurde, wo wir von der Straße abgefahren sind und auf Suna-Straße weitergefahren sind, haben wir erstaunlich wenig Zivilisation gesehen. Also mal ganz irgendwo fernab, so wie da unten jetzt im Hang, war irgendwie so ein Hof oder so, aber bis auf einen Radfahrer, der uns entgegenkam, haben wir bisher keinen einzigen Menschen getroffen, seit wir da von der Straße runter sind. Und das ist doch auch eine ganz entspannte Geschichte, finde ich, so dass man das Gefühl hat, man hat hier die Zeit mit der Natur für sich.
So, hier mal ein kurzes Vorab-Resümee aus dem Sierra Nevada Nationalpark. Testsektion 23, die hier komplett durchführt, ist wirklich super gut und easy ausgebaut. Zu großen Teilen zweispurig, also bis jetzt komplett. Also sogar mit dem Auto zu befahren. Man braucht hier nicht mal ein Geländemotorrad, um hier durchzufahren. Man hat hier zu großen Teilen einen sehr großen Weitblick durch die Berge und ja, einfach schöne Landschaft. Und in dieser Landschaft ebenfalls anzutreffen, freilaufende Kühe. Nicht viele Kühe am Straßenrand. Oh je, jetzt hat sie sich erschrocken. Aber es gibt auch immer wieder Schilder, die darauf hinweisen. Von daher ist es eigentlich keine so große Überraschung. Und ja, da schon wieder eine. Man sieht die fast gar nicht. Unser nonverbales Kommunikationszeichen für den Hinweis auf Tempo reduzieren Kuh voraus sieht übrigens so aus. Nach einem kurzen Stück Asphalt geht es wieder auf etwas sandigere Piste. Da kommen wir jetzt gerade her und das ist hier der Blick, der neben uns die ganze Zeit mitfährt. Schon eine beeindruckende Felsenlandschaft hier, ne? Echt geil. Mega. Und just am Rand hier eine Hexe. Ja, mein Freund, wie sieht's aus? Ich hätte die fast gar nicht erkannt hier so vom Motorrad. Am Fuße der Sierra Nevada liegt die Gemeinde Calahorra, deren Highlight schon von weitem erkennbar ist, das Castillo de la Calahorra, also eine Burg und Festungsanlage, thront anmutig auf einem kleinen Hügel. Dieses Schmuckstück im Stil der Renaissance kann, obwohl es sich im Privatbesitz befindet, auf Anfrage besichtigt werden. So, nach einem langen Fahrtag haben wir endlich einen Campingplatz gefunden. Das war jetzt doch eine kleine Tortur, weil da, wo wir quasi vom Track runtergefahren sind, gab es erstmal keinen Campingplatz. Und puh, naja, ich bin jetzt froh, dass wir hier sind. Wirklich auch ein schöner Platz mit einem schönen Ausblick hinten in die Berge. Und wir gucken jetzt, dass wir noch irgendwie was zu essen bekommen. Und dann haben wir uns echt entschieden, morgen nach Portugal zu fahren. Danach wollten wir nämlich eigentlich Richtung Nordspanien an die Atlantikküste nach San Sebastian, um dann 5 Tage lang auf dem ACT Richtung Cap de Creux an die Mittelmeerküste zu fahren. Allerdings liegt da im Moment immer noch Schnee. Es ist irgendwie 1 Grad in Andorra. Es gibt in Portugal auch einen ACT. Der geht einmal von unten bis nach oben. Und wir sind ja gerade in Südspanien. Von daher, ich glaube, wir machen uns morgen mal auf den Weg zum ACT. Ja, Freunde, das ist der Ausblick hier vom Campingplatz. Also da kann man schon echt weit gucken. Ich ist gerade so ein bisschen verdeckt da durch diese Terrasse da vorne. Aber ansonsten ist es schon echt eine tolle Aussicht in die Berge, wo wir heute den ganzen Tag drin rumgefahren sind. Monsieur, hast du Hunger? Ich habe sehr Hunger. Sehr gut. Willst du was zu essen? Wir kochen also jetzt was. Ich sichere die Daten. Muss ja auch jeden Tag gemacht werden und dauert circa 1 Stunde mindestens. Und morgen geht's weiter. Bis dahin, gute Nacht.